Der wahrscheinlich letzte Part. Ich denke mal, dass wir das heute durchkriegen werden. Was bisher geschah bei Until Dawn. Oh mein Gott, Leute, Gott sei Dank! Wo wart ihr so lange? Sieht gerade nicht so gut aus da oben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Halt. Nicht liegen. Sag Gott, was ist das? Ja! Oh Gott! Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Ich war da unten. Es war furchtbar. Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Shit. Fuck. Dann müsst ihr es tun. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. So, genau, das war das, was wir letztes Mal gemacht haben. Das haben wir auch gestern eigentlich nochmal gesehen, bevor ich es beendet habe. Und jetzt geht's hier halt weiter. Ist einfach nichts, okay. Liegt denn hier irgendwas verändert? Liegt jetzt hier irgendwas? Ah. Ein schwarzes, ein Todestotem. Jetzt weiß ich, dass ich an einer Stelle nicht das Feuerzeug anmachen werde. Das hatten wir ja, glaube ich, schon. Ja. Heilige Scheiße. Wo sind die Wölfe hin? Hier hat sich aber einiges geändert. Hier war doch diese eine Kiste mit dem Knochen drinne für die Hunde. Naja, Wölfe. Oh nee, sie sind hier. Ah, liegt noch ein Totem. Rot? Ein Gefahrentotem. Dürfte sogar bald eintreten. Großer Gott. Adam White.
das dann wieder zurück. Das ist abgeschlossen. Und hier kommen wir gar nicht hin, weil es verschüttet ist. Warum auch immer, kann ich hier nichts drücken. Die Tür ist auch verschüttet. Ich weiß nicht mal, ob es eine gute Idee war, unbewaffnet irgendwo hinzugehen, wenn man doch weiß... Ulala! Wenn man doch weiß, dass... Achso, ich bin gar nicht unbewaffnet, ich habe noch diese Machete. Aber ich glaube nicht, dass die Machete da hilft. Fehlen nur noch Mistgabel und Pöbel. Muss reichen. Können wir nicht noch mehr Munition mitnehmen? Leider nicht. Wäre mir aber eigentlich lieber. Ist hier sonst noch irgendwas? Aber hier waren wir ja eigentlich schon mal. Ja, dann konnten wir uns das halt angucken. Das war's auch. Habe ich hier oben irgendwas übersehen oder wo soll ich weiter? Hier oben kann ich nichts übersehen haben. Aber das ist doch verschüttet dort und hier. Ja. Wie es aber immer gleich aussieht. Das war doch da ein Schneegebiet. Naja, das ist ja nur diese komische Zigarre. Jetzt hier weiter? Nein. Nee. Wo geht's weiter? Ich muss ja auch durch diese eine Tür hier zurück. Oder gab es da noch einen zweiten Weg? Wenn ich mich nicht irre. Oder? Doch, ich irre mich.
nicht rein. Ah, lass mich raten. Genau. Das wird wieder mega laut im Headset. Autsch. Ja, anstatt die Tür einfach anständig aufzumachen. Hey, Großer. Freust du dich, mich wiederzusehen? Hey. Hatte gehofft, dich wiederzusehen. Ja, ganz brav. So, Kumpel. Du kommst mit mir. Okay. Hier ist der Plan. Ich habe eine Karte von hier gesehen. Das wird also kein Blindflug. Es müsste einen Weg durch die Psychiatrie geben, direkt raus aus der Mine. Kriegen wir das hin? Kann's nicht besser sagen. Oh, wie süß. So ist's brav. Hätte jetzt nicht gedacht, dass der Wolf sich daran erinnert und uns hilft. Naja. Okidoki, Mann. Ganz ruhig. Irgendwas ist an der Decke wohl. Wäre ich bloß so gelenkig wie du. Ich glaube, ich sitze hier fest. Okay. Versuchen wir es. Super. Gesehen? Ich hab's auch drauf. Oder, Wolfi? Nenn ihn bitte nicht Wolfi. Ach, Moment mal. Ich habe vergessen, den Chat wieder reinzunehmen. Hihi, toll. Deswegen bleiben wir ganz kurz einfach mal hier stehen. Und machen wir mal den Chat wieder mit rein. Ups, den Chat wieder mit rein. Ich werde auch den Ton ausmachen. So, dann machen wir auch den Chat wieder. Hallihallo. Was haben wir hier? Ganz schön langer Brief. So. Dann geht's jetzt einfach mal weiter. Oh, der ist tot. So eine Scheiße. Ach du Scheiße. Wie bin ich da nur wieder reingeraten?
Das war der andere Wolf. Bevor ich dir aber folge, ist ja auch noch ein Raum. Was war denn hier los? Lasst uns Das raus. ist Wahnsinn. Wir verhungern, wir frieren. Ich werde mich rächen. Hört auf, uns zu testen. Okay. Ah, da. Das sind ja die reinsten Panzertüren. Wie irre waren diese Insassen. Fuck, Mann. Das ist wirklich ekelhaft. Stimmt wohl. Das hört sich nicht gerade gut an. Mach doch. Ich habe gerade noch einen Kollegen dazu bekommen. Der setzt sich jetzt gleich dazu. Hm. Wo ist denn jetzt wohl Wolf schon wieder hin? Oh, hier geht's rein. Ah nee, ne? Ein weiterer Film. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Ach du Scheiße. Das läuft jetzt in Dauerschleife, okay. Scheiße, zieh sich das doch nun mal einer rein. Das ist ja echt unglaublich. So, das wird wieder verdammt laut auf meinem Headset. Autsch. Ich sollte mal langsam lernen, das ein bisschen leiser zu drehen dann. Heilige Scheiße. Ach du Kacke, was ist denn hier passiert? Sorry, Alter. Oh. Was haben wir denn da? Nein! Scheiße, ich bin auf den Controller gekommen. Was steht denn da drauf? Hä, wieso legt das denn automatisch zurück? Ist doch Schwachsinn. Muss ich das gedrückt halten? Ja.
Okay, hier ist das Richtige. Die arme Person. Wie vorsichtig er den Zettel dort einfach hinlegt. Als würde sie nur schlafen. So, aber sonst scheint hier nicht wirklich irgendwas zu sein. Dann suchen wir mal weiter unseren Wolf. Geht's hier hinten noch weiter? Nein. Das ist ein Wolf, ja. Ach nö. Hier sind schon wieder diese komischen Krabblerviecher. Die haben wir ja im letzten Part kennengelernt. Und ich hoffe, dass wir diesmal ihm das Leben retten können, weil mit dem Flammenwerfer-Typ, den haben wir ja leider dafür gesorgt, dass er seinen Kopf verliert. Oh, fuck. Als ob ich da drauf schieße. Eine scheiß Ratte? Ja. Fuck. Aber auf den da wollen wir schießen. Wie ist das Scheißvieh? Komm mit, Wolf. Wir rennen da mal weiter. Ach, scheiße. Ich habe wieder einen Fehler gemacht. Oder? Fehler gemacht? Weiß nicht. Wo sind wir da drin jetzt? Wo ist der Wolf? Wo ist der Wolf? Aber eins frage ich mich. Ich habe jetzt schon 4-mal geschossen. Und ich habe nicht mal nachgeladen. Oh nein, nein. Fuck, das kann echt nicht sein. Mist. Fuck, 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 fuck. Es ist eine doppelläufige Schrotflinte und keine millionenfache Schrotflinte. Verdammt! Fuß raus! Hau! Wir wissen ja bereits, warum die Dinger nicht sterben. Wir müssen sie verbrennen, damit die Haut abgeht, die Panzerung quasi, und dann erst erschießen. Sie können nur bewegliche Ziele sehen, das ist halt das Problem von ihnen.
Eine Bärenfalle. Eine Bärenfalle wollte ich... Da war irgendwas drauf, das wollte ich einfach aufnehmen und dann hat mich eine Bärenfalle angegriffen und dadurch habe ich 2 Finger weniger. Wann hört diese Scheiße auf? Das ist ein verdammter Albtraum. Scheiße. Einer nach dem anderen. An mir ist genug für alle dran. Tja. Dieses Magazin ist verdammt groß. Boah. Obwohl ich da wahrscheinlich hätte nicht mal schießen müssen, der ist ja schon sowieso schon zurückgezogen worden. Scheiße, ist das Ding schnell. Oh nein, es sind 2. Sehen von diesen zwei. Haben wir auch schon gelernt, dass es nichts Gutes ist, wissen wir auch. Das ist wahrscheinlich ein Fehler, was die eingesperrt ist. So, wo ist denn der Wolf? Wann tue ich mich nur eher, aber ich hatte noch am Anfang eine Taschenlampe. Wieso benutzt er sie jetzt nicht mehr? Erschrocken nicht ganz, also nur einmal, wo dann so ein Waschbär rauskam, obwohl, nee, schon 2, 3 Mal, aber das war's auch. Aber es war, das Spiel macht einfach Spaß und ja, hat schon eine coole Atmosphäre, muss ich sagen. Und, aber ich bin ja auch schon abgehärtet durch andere Spiele. Freitag der 13. ist nicht wirklich Horror. Ja, aber auch plötzlich hinter mir steht. Da komme ich also nicht durch, warum auch immer. Auch nicht durch. Das ist eindeutig zu. Das ist zu. Also kann ich nachher nur geradeaus oder wie? Ja. Ach, Fuck! haben. Hey Kumpel, komm runter, ist gut. Was zum Teufel? Da ist leider unser Wolf gestorben. Scheiße. Ich hab doch gesagt, da war ich gerade.
bei ihr passiert. Und wer ist das? Kommt schon, Leute, beeilt euch. Wir müssen zu Mike. Na los. Hey, ich komme kaum vorwärts, Leute. Geht doch lieber ohne mich weiter. Nein, Chris, wir lassen dich nicht hier. Wir bleiben zusammen. Mike muss dann eben warten. So. Chris hat schon einiges durchgemacht. Dann müssen wir auch mal auf ihn warten. Obwohl wir ja nicht mal warten wirklich. Wir laufen ja trotzdem weiter. Hä? Ich verstehe das nicht. Na komm, Chris. Ich hasse diese Kamerasperspektive von hier aus. Hab ich auch gerade gedacht. Was ist das denn für eine Kacke? Shit. Mike hat sie hinter sich verschlossen. Kacke. Es muss noch einen anderen Weg geben. Die, ne? Macht die ganze Zeit immer auf, freut sich, ne? Hör ich auf, kratzt die mich. Doofes Vieh, ey. Oh, was haben wir denn da? Halt! Ah. Hey! Was ist hiermit? Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Okay. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Der runtergeht. Oder der erste, der Und wer runtergeht. geht zuerst? Nach euch. Gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Chris, du bist zwar verletzt, aber beeil dich, okay? Ich versuch's ja, Ash. Hey, hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Jetzt bin ich hier doch allein. Ah, das bin ich. Wie, was ist denn das an der Decke? Pilze? Schon mal von dem Spruch gehört, du bist nie allein, wenn du mit Gott bist. Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Das ist völlig verrückt. Das Jessica ist, dann treffe ich einen Besen. Soll ich runterrutschen? Jessica, bist du das? Gruppe wäre wahrscheinlich zu offensichtlich. Was ist? Oh Gott. Oh nein. Nein. Ja,
habe ich ihr schon dreimal den Arsch gerettet und sterbe jetzt, weil ich dumm war. Ich hätte echt zur Gruppe gehen sollen. Fuck it. Chris, da kommst du ja wohl doch nicht zum Schuss, ha? Was ist eigentlich, wenn alle tot sind? Dann bist du komplett Game Over und kannst das Spiel nicht weitermachen, ne? Dann. Wow, toll. Shit, Sackgasse. Nein, ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Ich klettere weiter. Ist das ein Scherz? Geh zurück zur Lodge. Sollten wir nicht zusammenbleiben? Sam! Tut mir leid. Sorry, ich muss schnell zu Mike. Mit dir oder ohne dich? Komm einfach zurück, okay? Oh, shit. Geschafft. Ich habe es voll drauf. Ja, ich hab's voll drauf. Jetzt wird sie verrecken. So, was haben wir denn hier? Ein Totem, ne? Nein. Wir sind tot. Na, komm. Was war das? Guck mal, jetzt waren 4. Ich würde mal sagen 4 Mittelfläche. Hallo? Schatten sind Na, was war da? Was erwartet uns wohl? Ist jetzt erschrocken? Nicht wirklich. Au. Meine armen Fingernägel. Ja, was soll ich machen? Ach, komm schon, du kannst das schaffen. Ja, die Tür geht einfach wieder zu, okay. Warum auch nicht? Oh, Kopf weg. Nur nicht den Kopf verlieren. Definiere, okay? Lebendig zum Beispiel. Ja, lebendig ist gut. Was machst du hier eigentlich? Ich wollte dich warnen vor den Bendigos. Nicht mehr nötig. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Es lässt die Schrotflinte da, anstatt das auszutauschen gegen die Schaufel. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Ich habe den falschen Weg gewählt. Er ist weg. Dafür habe ich auch den Wir sind vollen zu Virus spät. bekommen. Still.
Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt! Nicht bewegen! Großer Gott, was ist das? Ja! Oh Gott, ja! Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Hey! Wow. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich am Arsch. Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks. So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen. Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Aber so wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Nein, nicht schon wieder. Haut ab! Haut ab! Au! Lasst mich in Frieden! Nein, ihr seid tot! Tut mir leid. Ihr seid tot! Seid still! Jetzt passiert Oh nein! Ihr seid tot! Verdammt, das ist noch nicht fertig. Nein. Oh, sie werden begeistert sein. Sie werden es, wenn es fertig ist. Ich lasse mir nichts von euch befehlen. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts befehlen. Sonst nicht mehr. Die Zeit für Josh ist abgelaufen. Okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. So, wir spielen ja den Josh und sind wahrscheinlich komplett durchgeknallt. Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nicht nochmal. Ganz allein. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass ich sterbe. Ich schwöre es. Nein, ich nehme keine Befehle mehr an. Ist das, was du willst? Nein! Nein! Warum tut ihr das? Lasst mich in Ruhe! Warum tut ihr das? Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod?
Was? Der Wendigo. Hatte eine Narbe. Ich kenne diese Narbe. Wovon redest du da? Ich habe alte Fotos vom Kerl mit dieser Narbe gesehen und er verwandelte sich in einen Wendigo. Wirklich? Einer der Bergarbeiter, die in den 50ern verschüttet wurden. Das heißt, das Ding ist 80 Jahre alt. Mindestens. Rüstig für dieses Alter. Sie haben aufgeräumt. Viele Leute starben. Sie? Du meinst, es gibt mehrere? Oh ja, Wie viele? zu viele. Wir sind fast da. Ein Versteck. Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht. Ich habe plötzlich so ein schreckliches Gefühl. Alter, da liegt ein Totem. Da will ich wirklich nicht reingehen. Oh, ein weißes? Keinen anderen Weg. Ein Glückstotem. Das ist mal was Erfreuliches. Also wir müssen dafür sorgen, dass das Haus abbrennt. Das ist schon mal schade ums Haus. Ich gehe rein. Warum gehen die ins Wasser? Komm rein, ist okay. Sicher? Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Also, ich spüre meine Finger nicht. Hä, warte mal. Ich habe das nicht mal mit den Fingern berührt. Dann kannst du deine Warte Finger mal, ich nicht dachte, spüren. tiefer wird's nicht mehr. Hab ich nicht gesagt. Ich sagte, das ist okay. Also dass wir keine Haie oder sowas rumschwimmen. Hi. Toll. Danke. Alles wird noch tiefer. Ja. Okay. Hey, es steigt wieder an. Wir schaffen es. Oh mein Gott, das hoffe ich. Komm schon. Wir haben es geschafft. Na, auf doch. Scheiße. Shit. Siehst du das? Das war doch der Flammenwerfer-Typ. Nein! Mir wird schlecht. Halt. Ich hab was gesehen. Ich nehme keine Befehle mehr an. Hallihallo. Ihr könnt mir nicht mehr befehlen. Herr Ihr Josh. könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt Josh. mir nichts befehlen. Kumpel. Jetzt nicht mehr. Ihr befehlt mir nichts mehr. Oh, okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Erst Hai oder sowas. Josh! Mike? Josh! Hey, Mann! Nicht. Schlag mich nicht. Bitte. Du warst total weg, Mann. Völlig weggetreten. Wir dachten, du bleibst auf dem Trip. Los, verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Gut. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Josh schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay, hilf du mir rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Gehen wir, durchgeknallter Mistkerl. Haut er erstmal raus. Wen spiele ich denn jetzt? Ja, ich spiele jetzt Josh, okay. So fest hättest du nicht zuschlagen müssen, Mann. Ja, sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess. Mein Fehler.
Wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass ihr sterbt. Ich weiß. Okay. Nein, du bist nicht real! Bist du nicht! Ih. Was ist tot? Also bei der Jessica wieder. Das war doch also Jessica. Die Jessica lebt also noch. Schon mal gut. Auch wenn sie mir wahrscheinlich auch trotzdem sterben wird. Hier geht's also nicht wirklich weiter. Hier geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter, komme ich ja her. Also müssen wir den Weg nehmen. Also höher kann ich die Lampe nicht halten. Zu schwach an den Armen. Naja, kann man auch verstehen bei ihr. Also hier geht's nicht weiter. Müssen wir da lang. Da ich verletzt bin, werde ich wahrscheinlich nicht weit kommen. Das war aber kurz. Mädel, sei leiser. Also ich glaube, selbst wenn ich durchgebrochen wäre, wäre ich gestorben.
werden wir jetzt wahrscheinlich jeder eine einzelne sterben. Komm schon. Es ist nicht gerade sehr schlau, eigentlich hier alleine rumzurennen ohne Waffen. Die Schaufel war ja auch spurlos verschwunden. Ach nö, nicht schon wieder durchs Wasser. Bin noch nicht nur nass genug. Schwimm doch, Mädel. Ist doch schneller. Meine Hände sind doch sowieso jetzt schon lang. Aua. So. Warte mal, Mädel, du hast nachgelegt. Wenn du stehen bleibst, sehen sie dich nicht. Oh, du rennst. Die Tür hat sich von innen verschlossen. Hey! Kommt schon, macht auf! Leute, los, kommt, seid ihr da? Lasst mich rein! Shit, Mike! Oh Gott, du siehst schlimm aus. Wird noch schlimmer, wenn wir hier bleiben. Komm schon. So, dann sind wir wieder zurück in dem alten Haus. Müssen wir eigentlich noch mehr. Er hat ihn. Gott, was für ein furchtbarer Tod. Nicht gut. Was sollen wir jetzt tun? Sehen wir im Keller nach. Vielleicht ist da noch jemand. Wie viele Stunden das jetzt davor vor Morgenbeginn ist. Das habe ich jetzt letztens gar nicht nachgelesen am Anfang des Kapitels. Wahrscheinlich nur eine Stunde oder so. 1-2 Stunden. Wie hoch ist die Chance, dass wir überleben? Daran will ich gar nicht denken. Nicht weg hier! Los, 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 los! Los, wir müssen weg!
Aua. Hallihallo. Guten Abend. Hannah, lass mich in Ruhe. Was passiert hier? Chris haut einfach ab. Ah nein, Schalter. Schalter. Das ist Haben sich Kontakt. Das Hauptgebäude ist vollkommen zerstört. Over. Moment. Ich sehe da etwas. Habe Bestätigung für 2 Überlebende. Gut, 2 wir gehen runter. Überlebende. So, Leute, das war's dann auch jetzt mit Until Dawn. Jetzt sehen wir wahrscheinlich hier nochmal in der Cutscene um eine Entscheidungen. Und ja, mal gucken. Dann werde ich wahrscheinlich morgen einen neuen Livestream anfangen. Ich weiß noch nicht genau, was es wird. Aber genießt die Cutscene. Vielleicht kommt ja am Ende noch was. Da bin ich mal gespannt drauf. Und dann werde ich jetzt so lange ruhig sein. Der alte Mann, ich kann ihn gar nicht beschreiben, ich meine. Sie sagten, Sie hätten sich von ihm verfolgt gefühlt. Hat das noch jemand aus Ihrer Gruppe gedacht? Naja, ja. Hat ihn vielleicht diese Person getötet? Was? Nein, nein, Sie verstehen das nicht. Glauben Sie... Hat er Sie angegriffen? Er hat mich gerettet. Und ich habe ihn sterben sehen. Er war doch mein Freund. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Ich dachte, wir ständen uns nah. Wenn Sie mit jemandem reden wollen. Danke, nein. Manchmal nach einem traumatischen Erlebnis. Ich sagte doch nein. Ich war schuld an Mikes Tod. Ich sollte mich nicht bewegen. Aber das habe ich. Er hat mich gerettet. Ich bin schuld an seinem Tod. Sie müssen mir zuhören. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Ganz egal, denn das werden Sie. Sie müssen runter in die Minen. Was ist in den Minen, Sam? Ich habe gesehen, was dort ist. Und ich würde alles geben, was
So Leute, dann kommen wir mal einfach mal zum Fazit. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas passiert. An sich, ich fand das Spiel ganz cool. Hat auch etwas länger gedauert. Das hat mir echt gut gefallen. Ich werde auf jeden Fall das Spiel nochmal durchspielen. Und werde versuchen, diesmal Ada zu retten, weil, ja, scheiße, mir ist passiert. Alle sind tot, bis auf 2. Aber für ein Blindspiel fand ich das ganz cool. Wenn ihr das nochmal gerne live gestreamt haben wollt, allerdings dann mache ich so, dass ihr die Entscheidungen trefft. Ich hatte es eigentlich von Anfang an vor, nur da hat leider keiner reingeschrieben. Aber wenn ihr dann das machen wollt, dass ich dann sage, okay, ihr macht die Entscheidungen, schreibt es mir einfach rein, dann kann ich das gerne mal anfangen. Und ja, ich lasse das jetzt einfach durchlaufen, mal gucken. Wer weiß, vielleicht passiert noch was, vielleicht auch nicht. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem. Ich weiß ja nicht, wann ihr es euch genau anguckt. Und das war's dann.
So, da ist wirklich nicht mehr passiert. Ich werde aber nochmal in den Zusatzinhalten reingucken. Da müssten wir doch jetzt... Ja, wir haben alle frei. Und dann bin ich mal gespannt, was das alles ist. I am Hayden Panettiere, and we are here at the studio recording Until Dawn. My name is Rami Malek, and I play Josh. My name is Megan Der Martin. Twilight mitgespielt, der Typ. My name is Antonella Lentini, and I played Hannah and Beth. My name is Jordan Fisher, and I play the character Matthew, Matt for short. I'm Nicole Bloom, and I play Emily in the game. My name is Noah Fleiss. I am Galadriel Steinman, and I play Ashley. So, Until Dawn is the story of 8 teenagers who revisit this cabin in the woods about a year later after a really traumatic experience where I've lost 2 of my sisters, so coming to kind of get some closure in that respect. One of the things that Larry does really well is make these multi-layered characters, and I think for just the story in general, it follows the quintessential horror film plot lines, but the characters are so unique in themselves, and I think that's very cool. Oh, this was the right thing to do. What? You know, getting everyone together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. Sam and I have a few things in common, such as being huge lovers of animals, and she's a huge animal lover. She's vegan. She is a pacifist. I'm not quite sure if I'm gonna go as far as saying that I'm a pacifist, but she's spunky and cool. I know that she, I think, is made fun of a little bit by the rest of them who think that her morals and her beliefs in that area are a little ridiculous and they don't agree with them, but she doesn't care. It doesn't stop her from being herself, and that's something that I hope I have in common with her. You know, he definitely can be depressed at some times and a bit of a loner, but he takes some solace in one of his sister's friends, Sam, played by Hayden Panettiere, and invites everybody back to the same house the next year to kind of find some closure. Jessica she has a whole lot of personality. She is definitely the sort of mean girl character that, you know, at school she knows she's pretty, she knows that boys like her, and she's going to use it to her advantage. He's got a big heart, and you can tell that that's very evident, especially how he treats his girlfriend, Emily, and, you know, he's kind of a meathead, but in the best way possible. She really knows what she wants, and she manages to get that from whomever it is, whether it be Matt or Mike. You know, she's really driven, and I can definitely relate to that. My character is Chris, and he is what society might consider the nerd of the group, and he kind of embraces it. Ashley she's a little more serious than some of the other girls. She's definitely very intelligent and thoughtful. She kind of looks at the whole big picture of things. She's not quite as geeky as Chris, but they connect in a lot of ways. Mike is like big guy on campus. He's the class president who has some charm and has brain, and I don't know, people seem to like Mike. He gets away with a lot, though. He can be kind of jerky. The fact that he really just kind of wants everyone to be happy, and he's a people pleaser, and I can definitely attest to being, you know, that guy. I'm always the friend that wants everybody to be happy and wants everybody to be taken care of, and that's definitely Matt. But also, like, this character is just so fun. I rarely get to play the bitch, and so it was really fun to do that. The spirit of things? Seriously, what's wrong with you? Just trying to lighten the mood, Em. Don't be like that. Like what? The way you're being. You always get like this. I just think this is just the coolest thing to be a part of, and I just think it's going to take the world by storm. I really do. I think this genre is the wave of the future, and I think that once people see the potential behind it, of getting to interact with the drama that you're witnessing unfold,
in such a realistic way that this is how entertainment's going to be from now on. Hi, this is Lee Robinson, production designer on Until Dawn. The production design for Until Dawn started with the great teen horror script that sets the characters in a Canadian winter mountain lodge, being a contemporary setting with visual clues derived from classic films of that genre, such as Hitchcock's Psycho and Stanley Kubrick's Shining. The storyboards are vital to the production design as it allows the designer to understand the scale of the environments to be made and the detail that will be seen to create the atmosphere of a horror. This took us into concepts that took these storyboards further, visualizing the world through the color palette, the lighting, tone and the mood, and developing key locations such as the lodge, the cable car stations, the forests themselves, the wilderness. As you can see, the environments and atmospheres change quite a bit from warm and inviting to cold and threatening. The Millionaire's Mountain Lodge was a key example. It was designed to be made from nearby stone and timber, embedding it into the landscape, with a contrasting and contemporary interior needing to be opulent and extravagant. We created dark and claustrophobic corridors with ominous and large open spaces, almost cathedral-like in size, and with huge structures to silhouette and dwarf the characters within, providing a labyrinth to explore and wander. Each character was developed with a strong visual identity in mind, with contrasting colours, tones and silhouettes to identify them, each to have their own texture, pattern and shape, so that when they were lined up you could always identify them. The costume designs allowed a range of clothes that would suit them for the cold winter weather, but also have an element of style and individualism, so that the audience could look at them and relate, recognizing themselves within them. A lady would like to cuddle up with her man by a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting. Right. It'll get plenty toasty once we're rubbing up against each other. Mike. Fire and mood lighting. Yes. Working with the lighting artists, we really brought the look and feel of the world together, and this required a thorough understanding of the visual language of teen horror. A key scene was where all the characters emerge out of the rear of the lodge chasing Hannah. A contrast is evident straight away from the exterior wilderness to the warmth of the lodge. The attention to character lighting here is through the bounce and rim lighting, accented colours and composition, creating characters that come from the dark into the light and back again with an emotional effect. Guys, there's someone outside. What the hell? Hannah! What's going on? Where's my sister going? It's fine. She just can't take a joke. It was just a prank, Han. Until Dawn is a game that's full of horror, and one of the things we decided to do early on was to take a scientific approach to how scary it was. So we did experiments on people and we measured their responses to the game. We've created a test area. It's as close to a home setup as we can get it. We've recruited ordinary people to play the game and we've left them to play it on their own. You're turning the light off. The only difference is it's rigged with cameras and microphones that relay the data through to the next room where people are watching them play. Bracelet here we use for biometric testing. It measures the player's emotional response. It's called a galvanic response sensor. It makes contact with the user's skin and it measures the electrical conductivity across their skin. It's the same principle as an old-fashioned lie detector. When you're stressed, you sweat a little, very sensitive, it picks up tiny changes if the player is feeling anxious or scared. That data's fed back to a testing team, it comes through as a graph. I'm so sorry. There's no point testing one or two people, you have to test a lot of people. And what's your step? When we have a scare that's consistently has a measurable emotional response, then we knew it was good. If it didn't have that, it goes back to the team for improvement. The data doesn't tell us what's wrong with the scare, it only tells us if it's working or not. Wait, okay, so you hear that too, right?
Josh. Here we have a chapter relatively early in the game. Weirdly regular. Nothing regular about it. We have to create tension and anxiety in the player so they are ready to receive the scare. Give the player time to recover, to cool down, to calm down, and then start building the tension again before we do the next scare. Hey. What? Hey. What the hell? Ooh, you just got mugged. Yeah, I have such an adrenaline high from that game. There's two things we found. One is we could look at the scares, analyse if our expected scares were working effectively. Were people shrieking and covering their hands, or were they getting an emotional response from it? And being scientific about it means that we strip out people's opinions about whether things are working or not. We've got data, and we look at the data. If it's working, we're happy with it. Really scary. Bit scared and wanting to get away. I actually maybe a bit scared to play on my own, but in a room with the lights on, yeah, with some other people as well, yeah, maybe. But because I'm a scaredy cat, I would play with someone in the room and the lights on. It was one of the scariest games I've played in a long while. Just move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain. The mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Hi, this is Lee Robinson, production designer at Supermassive Games. Understanding the ancient myths of the Wendigo was key for their development that helped the visual look. Through sketches and concepts, these elements were visualized, such as eyes being milky, almost dead, with loss of lips and eyelids due to frostbite, fangs growing and arms and legs getting longer, with skin hardening and thickening to look snarling and menacing, yet withered and lean. The hell was that? Another fingers and toenails extending like claws, allowing them to climb effortlessly. We made them look gaunt and weathered, and having ragged remains of clothes they wore. Blood-stained and rotten, with patches of hair still remaining, they retained strong skeletal limbs, which enable them to be agile and quick through the environment. Where are you? My name is Jamie Gallipo, animation director at Supermassive. The overall direction on the creature was to be very strong, to be extremely fast. We wanted a spider-like movement to the creature. 1 minute scampering to leaping and then crawling, almost instantaneous. And finally, we wanted the creature to have this real, uncontrollable thirst for flesh. From a sound design perspective, the Wendigo was a real challenge. For the main vocalisations of the Wendigo, we used our own vocalisations, various different animals from the exotic to the farmyard, various plugins and processes to gel these sounds together and keep a human resonance behind that voice, telling the backstory of the Wendigo. During the chase sequences, the anger of the Wendigo is felt by encircling breaths, screams and screeches that essentially chase you as you're being chased by the Wendigo. We would
layer them up in a multitude of layers, sometimes 15, 20 sounds playing at the same time, to build up the vocalizations for this fearsome creature which is always in attack mode, hyperactive, and chasing you throughout the game.